Ja, hallo, wir sind jetzt am Ende unseres Urlaubs. Hinter mir die Insel Elba. Wir waren diesmal im Norden und wir haben uns eingecheckt bei der Tauchbasis Blue Elba. Und die Bucht von Otone, die ist da gerade da hinter mir. Genau, und war ein super schöner Urlaub. Die Highlights, die werdet ihr gleich sehen, die werde ich nämlich zusammenfassen. So viel vorab. Wir hatten bestes Wetter bis eben auf heute am Abfahrtstag und das ist ideal, weil Zelt zusammenbauen und Equipment verstauen und so weiter fällt bei weniger als 30 Grad dann doch leichter. Ziel unseres Tauchurlaubs war nach 2 Jahren der quasi Tauchabstinenz wieder einmal Elba. Sicherlich, wir waren schon einmal dort und haben auch mehrere Videos über verschiedene Spots gemacht. Diesmal musste es daher der Norden sein. Auch wenn die erfahrensten Taucher manchmal gerne so tun, als wären sie mit dem angesammelten Wissen und Fertigkeiten geboren worden, jeder hat einmal klein angefangen, hat die ersten Berührungspunkte mit dem Tauchen im Rahmen von Anfängerkursen gemacht. Und wenn auch viele glauben, dass man ein Naturtalent sein muss, wir glauben, es ist in erster Linie Erfahrung, die einen guten Taucher ausmacht. Deshalb haben diesmal folgende Punkte bei der Auswahl des Tauchspots eine wichtige Rolle gespielt. Erstens gut geeignet für Anfänger und zweitens kinderfreundlich. Das und die Verbindung mit einem Campingplatz, denn neben einem entspannten Tauchurlaub soll auch der nächsten Generation die Unterwasserwelt näher gebracht werden. Anfängerfreundliches Tauchcampen sozusagen. Der Strand von Otone, Spiaggia dell'Otone auf Italienisch, mit dem Campingplatz Village Roselba und der Tauchbasis Blue Elba ist für uns der ideale Ausgangspunkt. Dass man in weniger als 20 Minuten mit dem Auto vom nahegelegenen Hafen Portoferraio dort ist, kommt dabei auch entgegen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Naja, beim Tauchen vermutlich etwas weniger, da alles neu und spannend ist. Dass aber vor dem ersten Tauchgang erst einmal einiges an Theorie steht, das muss sein. Auch bei den Kursen für Kinder. Die werden spielerisch und mit viel Geduld in die Materie eingeführt. Atme durch die Nase aus. Wir atmen eigentlich immer durch die Ventilator ein und aus. Und dann geht es los. Equipment zusammenbauen und prüfen. Siehst du die? Du weißt ja schon, das war vorne alles im Rucksack. Was habt ihr beim Auftrag? Und mit Daumen und Zeigefinger drückst du diesen Ring weg. Und dann kommt es hier drauf. Und dann musst du es ein bisschen zusammendrücken, dann macht es Klick. Schieb jetzt mal noch ein bisschen nach. Ja. Ja, jetzt. Genau. Gut. Erst noch aber testen. Ja, okay. Und wir atmen einmal durch. Bodycheck, also das gegenseitige Prüfen der Tauchausrüstung, erste Tauchgangsbesprechung und dann ab ins Wasser. Erst einmal am Strand von Otone. Die flach abfallende Uferlinie, teilweise ein kiesiger und damit unempfindlicher Grund, aber dennoch Seegraswiesen und auch ab und an kleinere Fische ideal. Man kann wohl behaupten, dass sich jeder Taucher, und wenn es auch Jahre her ist, an den ersten Atemzug aus einem Lungenautomat mit dem Kopf unter Wasser erinnern kann. Vorbesprochene Übungen werden wieder und wieder durchgeführt, bis man sich an die neue Umgebung gewöhnt hat und die Bewegungsabläufe sitzen. Das ist essentiell. Auch im Schlaf müssen solche Abläufe beherrscht werden. Von ihnen hängt die Sicherheit beim Tauchen ab. Viele Organisationen bieten unterschiedliche Kurse für Kinder und Einsteiger an. Grundsätzlich begrenzen sie alle das Einstiegsalter auf ca. 10 Jahre. Etwa 2 bis 3 Tage mit Theorie und Praxis dauert eine Ausbildung zum
Junior Open Water Diver. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der erste Tauchausflug offshore ist geplant, also mit dem Boot vor der Küste. Die Anforderungen und Vorbereitungen sind noch einmal etwas anspruchsvoller im Vergleich zu einem Tauchgang vom Strand, aber der zu erwartende Spaß höher und die Aussicht auf eine beeindruckende Unterwasserwelt vielversprechender. Und jetzt geht's los. Die Fahrt zu der vorgelagerten Insel in der Bucht von Portoferraio dauert nur etwa 8 bis 10 Minuten von unserer Basis. Das Gebiet rund um die kleine Insel Scoglietto di Portoferraio ist ein sogenanntes FFH-Gebiet. Das steht für Fauna, Flora, Habitat. Es bezeichnet einen nach der europäischen Naturschutzrichtlinie ausgewiesenen, besonders geschützten, natürlichen Lebensraum. Ziel ist dabei die Erhaltung wildlebender Tiere und Pflanzen. Noch merken wir nicht sofort nach dem Abtauchen, dass dieser Tauchspot anders ist als viele andere rund um Elba. Aber man hat uns vorgewarnt. Natürlich ist für Anfänger alles neu und vor allem der Druckausgleich und das Tarieren müssen sich noch einschleifen. Grundsätzlich ist der Spot aber für Anfänger geeignet. Es gibt gute Sichtweiten und an vielen Stellen ist der Grund nicht als empfindlich einzustufen. Ganz normal, dass uns 2 Bindenbrassen begrüßen. Schließlich kommen sie häufig im gesamten Mittelmeer und im Ostatlantik vor. Zuweilen trifft man sie auch in größeren Schwärmen an, immer ein schönes Bild. Etwas auffälliger ist da schon der Meerrabe, leicht zu erkennen an dem karpfenartigen Erscheinungsbild, den dunklen Rändern der Flossen und den weißen Stachelstrahlen an Bauch und Afterflosse. Er ist ein beliebter Speisefisch und seine großen Ohrensteine wurden und werden noch als Amulette und Heilpulver verarbeitet. Leider. Für den ersten Tauchgang und bis 12 Meter reicht uns das für heute und so machen wir uns an den langsamen Aufstieg. Um dann gleich am nächsten Tag und mit leicht geändertem Buddy-Team das volle Spektrum des Tauchplatzes, auch bis in 40 Metern Tiefe, zu erkunden. Wir machen uns an einen schnellen Abstieg in 15 Metern Tiefe und sofort sticht uns dieser Geselle ins Auge, ein brauner Zackenbarsch. Wegen Überfischung gilt er als bedrohte Art und ist in solchen Größen nur noch in geschützten Meeresgebieten zu entdecken. Ein Ziel haben wir schon erreicht. Schon beim Tauchgangsbriefing hat uns unser Guide darauf hingewiesen, dass wir in der besprochenen Tiefe und bei Einhaltung der Tauchroute diesen großen Anker hier finden werden. Nicht die Fischarten an sich, sondern vielmehr deren Größe und gleichzeitiges Auftreten fällt jetzt auf. Mönchsfische,
Sardinen, Goldbrassen und viele, viele andere. Etwas außergewöhnlich, es gibt einige Objekte wie diesen Anker am Meeresgrund. Daneben sind jeweils Informationstafeln angebracht. Sie enthalten nicht nur eine Beschreibung, um was es sich dabei handelt, sondern auch eine Unterwasserkarte mit Kennzeichnung, wo man sich gerade befindet. Je tiefer man kommt, desto zerklüfteter werden die Felsen, teilweise auch mit Überhängen und Halbhöhen. Und immer wieder lohnt sich auch ein Blick ins Blau oder nach oben. Keine Ahnung, ob es an der Jahreszeit liegt, die Menge an mittelgroßen Sardinenschwärmen, unzähligen Mönchsfischen, die sich gleichförmig ins Seegras zurückziehen, und den sehr häufig anzutreffenden Zackenbarschen, die hier stattliche Größen erreichen, ist wunderschön anzuschauen. Die Highlights bei Scoglietto, wie wir nach einigen Tauchgängen erkennen konnten, sind unter anderem die Steilhänge mit den Zackenbarschen im Süden, die Grotten oder Halbhöhlen im Nordosten. Sie sind besonders spannend für Drop-Off-Fans und befinden sich auch in knapp 40 Metern Tiefe. Und die Seegraswiesen im Nordwesten. Nur sehr widerwillig beenden wir den Tauchgang und machen uns an den Aufstieg. Alles in allem, nach einigen Tauchgängen kann man wohl sagen, hier hat man sowas wie eine Zackenbarsch-Garantie. Ganz und gar nicht selbstverständlich außerhalb von Meeresschutzgebieten. Der nächste, besonders aussichtsreiche Tauchspot befindet sich etwas weiter entfernt in der Nähe des Forte di Montebello. Zudem entscheiden wir uns dafür, hier zuerst nachts zu tauchen. Eine Herausforderung in mehrerer Hinsicht. Eine sehr dunkle Nacht, etwa 700 Meter vor der Küste und ein uns unbekannter Spot. Gut, dass wir mehrere Ortskundige und entsprechende Ausrüstung dabei haben. Allerdings hört sich das Briefing zu diesem Spot auch nicht besonders kompliziert an, dafür aber spannend. Eine Felsnadel, die sich vom 23 Meter tiefen Grund in Richtung Wasseroberfläche erstreckt. Dabei endet die Bergspitze etwa 8 Meter unter der Wasseroberfläche. Zuerst begrüßt uns ein kleiner Drachenkopf. Er liebt felsige Umgebungen und kommt in Tiefen von 500 bis 700 Metern vor. Und hier die rote Meerbarbe. Wir wundern uns, sie alleine anzutreffen. Oh, doch nicht alleine. Etwas weiter sticht uns sofort ein gewöhnlicher Krake ins Auge. Für uns ist er nicht so gewöhnlich, denn meist ist es sehr spannend, diesen Gesellen zu beobachten. Und so entscheiden wir uns, ihm so lange wie möglich zu folgen.
Er ist eindeutig auf der Jagd. Das erkennt man an den Bewegungen, den schnellen Farbwechseln und der Art, wie er Felsspalten mit seinem Körper blitzartig abdeckt, um dann nach wenigen Sekunden wieder weiterzuziehen. Es gibt so viel zu erzählen über diese intelligenten Kopffüßer. Dazu haben wir auch schon viel, zum Beispiel in unseren Kroatien-Videos berichtet. Kraken werden nicht besonders alt, dafür können sie extrem schnell lernen. Ihr Gehirn ist komplex und hierarchisch aufgebaut und reicht bis in ihre Arme. Er kann sowohl Farbe als auch die Struktur seiner Haut ändern, blitzschnell, wie man sieht. Auch sein Kreislaufsystem ist außergewöhnlich, wenn man mal den Menschen als Maßstab anlegt. 3 Herzen versorgen seinen Körper mit Blut. Ein Grund dafür ist, so vermutet man, dass das Blut des Krakens nicht so viel Sauerstoff transportieren kann, wie das zum Beispiel bei Säugetieren der Fall ist. Gut die Hälfte unseres Tauchgangs verbringen wir mit diesem Kraken. Sicherlich sind uns dabei auch noch andere Dinge entgangen, aber ihn hier vor der Kamera zu haben, beim Jagen, das kommt auch nicht alle Tage vor. Beeindruckt noch von dem letzten Erlebnis suchen wir fast schon etwas lustlos die Felsen ab. Schließlich kann es ja kaum noch besser werden. Aber wow, sehr unverhofft treffen wir auf einen Conger. Und so wie es scheint, ist auch er auf der Jagd. Da bleiben wir dran. Eine Szene wie diese hat Seltenheitswert. Nach etwa 45 Minuten heißt es dennoch auftauchen und wieder gegen einen inneren Widerstand, der uns eigentlich sehr viel länger hier halten möchte. Aber lange soll die Trennung nicht dauern. Am nächsten Morgen beschließen wir, noch den Early Morning Dive genau am gleichen Platz zu absolvieren. Das ist schon auch eine Premiere, einen unbekannten Tauchplatz erst nachts und dann sofort am nächsten Tag morgens wieder zu besuchen. Wir entscheiden uns, den Berg diesmal im Uhrzeigersinn, also Berg an der rechten Schulter, zu umrunden.
Wie gesagt, alles ganz relaxed und in maximal 20 Metern Tiefe. Wer hier tiefer gehen möchte, braucht einen Spaten. Ha, den haben wir leider nachts nicht gesehen, obwohl man Muränen, vor allem beim Jagen, hauptsächlich dann antrifft. Goldstriemenbrassen, auch ein typischer Fisch für das Mittelmeer. Man nennt sie auch Goldstriemen oder umgangssprachlich Ulfenfresser. Letzteres beschreibt die Tatsache, dass die Art vorzugsweise Meersalat frisst. Sie sind reine Pflanzenfresser und daher auch oft in Seegraswiesen anzutreffen. Und einmal kurz umgedreht und ins Blau geschaut. Wow, hier ist echt was los. Ein Schwarm Barracudas dreht seine Runden. Pfeilhechte nennt man sie auch. Sie sind Raubfische und ernähren sich von anderen kleineren Fischen. Vor der Kamera hatten wir die auch noch nie und dann noch so relaxed und so nah. Wahnsinn! Hauptsächlich junge Barracudas leben im Schwarm. Wenn sie ausgewachsen sind und damit dann bis zu 2 Meter lang, sind sie meist alleine anzutreffen. Diese hier sind etwa halb so groß. Auch das Versprechen im Tauchgangsbriefing, dass der Spot vieles an Klein- und Kleinstlebewesen bietet, scheint sich zu erfüllen. Die rote Seescheide ist ein sehr häufiger Vertreter der Manteltiere. Jawohl, das ist ein Tier und es gibt etwa 3000 Arten von ihnen. Das Besondere, Seescheiden sind die einzigen Tiere, in deren Haut, besser Mantel, der Baustoff Zellulose vorkommt. Sonst findet man das nur bei Pflanzen. Eine ebenfalls sehr häufig vorkommende Art, und das sogar weltweit, ist die gelbe Krustenanemone. Auch das sind Tiere. Im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Steinkorallen, fehlt ihnen jegliches Skelett. Nur wenige Zentimeter werden sie groß. Einige Krustenanemonen sind giftig. Ob es bei der hier vorliegenden Art so ist, wissen wir gerade nicht, aber generell gilt ja, besser nichts anfassen. Insofern kein Problem. Meerball nennt man diese grüne Kugel rechts, eigentlich eine Grünalgenart. Sie kommt in unterschiedlichen Wuchsformen vor, angewachsen an Substrate wie hier oder als kreisrunder Ball. Immer wieder trifft man beim Tauchen im Mittelmeer auch diesen hübsch anzusehenden, fast bunten Gesellen, der Schriftbarsch. Seinen Namen hat er von den an arabische Schriftzeichen erinnernden verschnörkelten Linien am Kopf. Schriftbarsche sind sehr standorttreu und territorial, soll heißen, sie verteidigen ihr Wohngebiet aggressiv gegen Artgenossen. Auch den Röhrenwurm findet man oft. Wir denken, es handelt sich hier um einen weißen oder auch glatten Kalkröhrenwurm. Alle Kalkröhrenwürmer haben eines gemeinsam: die Röhre, in der sie leben, bauen sie selbst mit ausgeschiedenem Kalk auf. Wie schön die Unterwasserwelt ist, speziell wenn man ganz genau hinschaut, zeigen diese extremen Nahaufnahmen. In der Realität nur wenige Millimeter groß erscheint hier ein kleines Universum.
Auch dieser Tauchgang hat dann mal ein Ende. Wir als Verabschiedung besuchen uns am Gipfel in 8 Metern Tiefe noch einmal der Schwarm Goldstriemen, der gleiche, den wir zuvor noch in 20 Metern haben weiden sehen. Wir können das Fazit unseres letzten Tauchtrips auf Elba wieder bestätigen. Elba ist toll und auch über Wasser sehr abwechslungsreich. Die exponierte Lage sorgt für überdurchschnittliche Sichtweiten und die seichten Buchten mit den unberührten Seegraswiesen sind sehenswert und auch für Anfänger schön zu betauchen. Alles in allem, wir hatten eine tolle Zeit.